Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo Bettina, schön dich wieder zu sehen. Hallo liebe Christine, Grüße nach München. Vielen Dank, vielen Dank. Bei mir kübelt's gerade aus Eimern, da denke ich dann immer gleich an Ghana und die Regenzeit. Du, das sage ich dir. Sonst geht's dir gut? Ja, du, sonst alles prima. Ich meine, Ostern ist ja vor der Tür quasi und wir haben jetzt gerade so ein bisschen unsere Urlaubsplanung auch gemacht. Wir fahren über Ostern weg und sind mal eine Woche wieder mal im schönen Italien. Wollen wir uns da mal Ligurien ein bisschen genauer anschauen und da freuen wir uns jetzt schon sehr. Ah, das glaube ich dir. Wo du sagst kübeln, dann wollen wir hoffen, dass das nicht in deinem Urlaub kübelt, sondern nur jetzt. Wobei bei uns, wir haben ja jetzt den Übergang zwischen Trockenzeit und Regenzeit. Bei uns hat es letzte Woche so gekübelt, dass wir erstmal den Schreiner kommen lassen mussten, damit er sich unser Dach anguckt. Und mein Klaus, der ist zwar mittlerweile 10 und ist kein ganz kleiner mehr, aber wenn das hier in den Tropen, du erinnerst dich, so scheppert und wir haben ja keine richtigen Steindächer, also ne, so dick, Nee, das ist also wie in massiv. Deutschland. Ja, das ist richtig laut. Und da hast du ja das Gefühl, du sitzt wirklich, also draußen, Hund im Bett, Kind im Bett, war eine unruhige Nacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Naja. Also ihr Lieben, herzlich willkommen wieder bei unserem, eigentlich sage ich mal jetzt zweiten Teil, weil wir sind ja das letzte Mal mit Bettina in die Volta-Region gereist. Oh ja. Da ist sie ja mit Emanuel das erste Mal dann hingekommen, weil Emanuel eben aus der Gegend kam. Und da ist sie auf dieses Problem der Kindersklaverei gestoßen, diese Fischersklaven, die es dort gibt. Also Kinder, die von ihren Eltern für wirklich wenig Geld, so 50 € im Jahr, verkauft werden an die Fischer. Und ja, da war Bettina natürlich wieder in ihrem Element, weil so einen Missstand kann sie natürlich schwer hinnehmen und hat dann sich gedacht, da muss ich was tun und hat dann dort wieder ein ganz tolles Projekt gestartet, was natürlich länger in Anspruch genommen hat, bis es dann letztlich auch eröffnet war. Aber Bettina, erzähl uns doch mal, wie konkret es dann ausgesehen hat. Ja, da danke ich dir für die Zusammenfassung. Da lege ich wirklich jedem noch mal den letzten Podcast ans Herz, dass ihr mal euch das noch mal anhört, wie wirklich die Situation vor Ort ist und warum. Und ich muss dir sagen, also nachdem wir uns dann letztes Mal verabschiedet haben, da musste ich ja erst mal 5 Minuten mich sammeln, weil einfach diese Einzelschicksale, ne? Wir sagen ja in der Entwicklungszusammenarbeit immer eine Mass-Benefit, also möglichst viele Menschen sollen ja von einer Spende, von einem Projekt was haben, was ja auch absolut Sinn macht bei Schulen, Krankenhäuser. Ihr baut ja selber mit uns Schulen, Kindergärten, das ist klar. Aber dieses Projekt gegen den Kinderhandel, gegen die Kindersklaverei, das ist für mich auch nach diesen, ja, jetzt sind wir 2025, also wirklich fast 15 Jahre, mehr als 15 Jahre kann man sagen, da dran. Diese wirklich einzelnen Kinder, die mittlerweile ja erwachsen sind, die wir da ganz am Anfang, ne, in den 2010er Jahren da kennengelernt haben, die sind mir noch so präsent und prägnant und diese Stimmen und die Schicksale, dass das einfach, da brauche ich erstmal 2 Minuten. Ich hoffe, ich kann mich heute an mich halten, weil es einfach, wie du das weißt, wenn man wirklich jemanden trifft und der braucht Hilfe und der ist nicht irgendwo nur auf dem Foto, das ist einfach was man ja nur schwer verstehen kann aus der Distanz heraus, ja. Ja, verstehe ich schon, ist klar. Und eigentlich muss man ja auch sagen, also, dass du dort dann dieses Kinderheim ins Leben gerufen hast, das ist ja quasi der eine Teil der ganzen Aktion. Und der andere Teil ist ja dann auch zu sagen, okay, ich muss ja auch irgendwie die Ursache bekämpfen, weil sonst ändert sich ja nichts. Ja, ich muss ja auch irgendwie schauen, was brauchen jetzt die Fischer, damit die dann die Kinder nicht mehr brauchen. Was Ja. hast du denn dann da gemacht? Wir haben, wie ich beim letzten Mal kurz erörtert habe, eben überlegt, wir müssen auf mehreren Ebenen arbeiten. Zum einen diese sogenannte Armut, wir sind drauf eingegangen, bekämpfen, um zu schauen, dass die Eltern ihre Kinder gar nicht erst verkaufen müssen.
Auf der anderen Seite eben die Fischer, dass sie die Kinder nicht als Arbeitskräfte brauchen. Und dann brauchen wir natürlich für die Kinder, die irgendwie durchs komplette Raster fallen, ein Unterschlupfen, mehr als ein Schlupf, ein Haus, eine Familie, ein Heim. Wir haben verschiedenste Projekte dann auf die Schiene gebracht, und das verdanken wir, dass wir da die nötige Aufmerksamkeit bekommen haben, denn du kannst dir vorstellen, das ist richtig teuer, ja, auf diesen ganzen Ebenen zu arbeiten. Da ist es ja mit einem Gebäude nicht getan. Da haben wir total Glück gehabt, dass Stern TV auf uns aufmerksam geworden ist, Günther Jauch. Und zwar hat mich, damals habe ich ja noch im Krankenhaus gearbeitet und meinen ganzen Urlaub immer in Ghana verbracht. Und da hat uns ein Redakteur, der hat ein Interview von mir gesehen und gehört. Klar, ich habe das überall verbreitet, dass diese Problematik da gibt und dass wir helfen und machen müssen. Und da hat dann eben sich Stern TV gemeldet und die haben ein Kamerateam mit uns nach Ghana geschickt. Und das war der Durchbruch, das kannst du dir vorstellen. Natürlich war das die Aufmerksamkeit, die einfach diese Kinder, gar nicht mal wir sind ja nur die helfende Hand, also diese Aufmerksamkeit, die Kinder brauchten, damit ihre Geschichte und diese Problematik einfach das richtige Licht kriegt, also die richtige Aufmerksamkeit. Ja, und dadurch kam dann quasi der ganze Stein richtig ins Rollen, muss man so sagen. Absolut, absolut. Ich habe dann Günther Jauch damals getroffen, der mit so viel Empathie und mit so viel Herzblut auch sich mit mir darüber unterhalten hat, weil natürlich klar, das ist keine kleine Problematik. Wir haben auch letztes Mal ja schon erörtert, Ghana, Kindersklaverei, Menschenhandel und so weiter ist verboten. Und da gibt es natürlich alle Seiten der Medaille. Da gibt es Regierungsangestellte, die sich nicht kümmern, nicht hinschauen, weggucken. Überall auf der Welt ist gleich. Du hast die Guten und die Schlechten und die mitmachen und die weggucken. Aber es gibt eben von der ghanaischen Regierung hier Anlaufstellen und Mitarbeiter. Da kann man wirklich nur sagen, Wahnsinn, was diese Leute hier leisten. Also die sind da hinterher, aber wie das bei vielen ist, manchmal braucht man einfach noch eine nächste Hand, die hilft. Und wir haben dann als eine Schiene dieses Projektes ein großes Fish-Farming-Projekt ins Leben gerufen. Also nachhaltige Fischzucht im Woltersee. Sowas wie Aquakultur, oder? Ist doch Aquakultur, ja, du kennst mich ja. Mir fallen da manchmal die deutschen Wörter nicht ein, dann hau ruhig rein. Ich zitiere dir dann gerne. Aquakultur für die Fischer, damit sie auf den Kauf von Kindern verzichten können. Gleichzeitig aber eben auch Selbsthilfeprojekte für Eltern. Und da muss ich dir einfach sagen, da haben wir einfach stoisch ein Projekt, eine Hilfegruppe nach der nächsten, weil es betrifft ja eine breite Masse der Bevölkerung. Also wenn man jetzt die Zielgruppe dieses Projektes betrachtet, ist das nicht nur in Ghana, das ist Nigeria, das ist Togo, das ist Burkina Faso. Manchmal, wenn dann Kinder gerettet werden von den lokalen Behörden, das möchte ich hier wirklich nochmal anmerken, Madame Ghana geht nicht hin und nimmt Kinder aus diesem Umfeld. Das macht die ghanaische Regierung mit den zuständigen Behörden, die die Autorität haben, über diese Kinder zu bestimmen. Hört sich jetzt ganz furchtbar an, mir fällt das gerade nicht besser ein. Also die dürfen diese Kinder in ihre Obhut nehmen. Das dürfen wir ja nicht. Also ich würde es dann so formulieren, dass die Regierung ist quasi berechtigt, die Kinder aus dieser Situation zu befreien, die eigentlich auch gegen ihr eigenes Rechtssystem ja verstoßen. Absolut, genau. Ich danke dir, genau. Ich mache mit Herz und du machst mit Gehirn. Wir haben Kinder, die dann zu uns kommen. Aufs Kinderheim gehe ich gleich noch ein. Da hat unser Freund Atze Schröder ganz, ganz kräftig mitgeholfen. Also diese Kinder, teilweise die Kinderheimbetreuer, also die Mitarbeiter, die Hauseltern, die wir da haben, die sprechen dann mit den Kindern und sie merken an der Sprache, an der lokalen Sprache, die dieses Kind spricht, dass das Kind gar nicht aus Ghana kommt, sondern dass es eben Hausa spricht oder Dagombe oder was auch immer, also lokale Sprachen, die es gar nicht in Ghana so weitflächend und an der Tonation, wie die Sprache gesprochen wird, hörst du eben,
So riesig ist das Problem. Da haben wir natürlich nur leider einen Spendenaufruf zwischen den Zeilen. Ja, da haben wir natürlich einfach nur begrenzte Mittel, also Mitarbeiter ins Ausland zu schicken und so weiter. Da die Ursache zu bekämpfen, da müssen wir alle Organisationen, die können da Hand in Hand arbeiten. Wir haben gemacht und machen so viel, wie wir irgendwie können, so viel Spendengelder, wie wir bekommen. Und der Fokus liegt bei uns ganz klar jetzt nach all diesen Jahren wirklich auf den Kindern. Wir müssen da helfen, wo wir können. Mehr Geld haben wir da einfach nicht zur Verfügung. Dieses Projekt ist einfach wahnsinnig kostspielig. Du kannst es vorstellen, du musst Mitarbeiter haben, die mit der Regierung mitgehen an den See, wenn diese Befreiungsaktionen legal, wie du es gerade beschrieben hast, stattfinden. Das kostet Geld. Die Kinder kommen zu uns, die haben nichts. Ja. Die haben nichts zu essen. Fangen wir mit dem Körper an. Die haben keine Kleidung, die haben keine Bildung, die haben keine Schule, die haben keine Schulsachen. Die sind alle krank. Die haben Wurmerkrankungen, weil die eben in diesem Voltasee rumschwimmen, wo es Bilharziose gibt. Die haben also wirklich alle möglichen tropischen Krankheiten. Die müssen erstmal gesund gepflegt werden, natürlich auch an Geist, was die durchgemacht haben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die müssen eine Komplettausstattung kriegen. Ja? Die brauchen ein Bett, die brauchen eine Matratze, die brauchen alles. Ja. Und das ist eben das, worauf wir uns jetzt fokussieren. Wir haben Projekte gehabt für die Fischer, eben um ihnen zu helfen. Wir haben Projekte für Eltern, um ihnen zu helfen und eben dann festgestellt, wir müssen ein Kinderheim bauen. Wir haben zeitweise mit anderen Kinderheimen gearbeitet. Stellte sich aber raus, dass einfach wirklich diese Partnerschaften nicht so auf solide Füße gestellt werden konnten, wie wir uns das vorstellen. Also ich sage jetzt nach Recht und Gesetz, es ist da auch eine hohe Dunkelziffer, es geht da auch um Adoption, Kinder werden gerettet und zur Adoption freigegeben und so weiter. Und mit all diesen Dingen haben wir nichts zu tun, distanzieren wir uns total von, weil wie gesagt, dieses Kind gehört in die Obhut des ghanaischen Staates. Der ghanaische Staat kriegt über eine sogenannte Court Order, also eine Gerichtsanweisung, die Vormundschaft. Der Vormund, der Erziehungsberechtigte für dieses Kind ist der ghanaische Staat und dann wird es in unsere Obhut, in unser Kinderheim in Ho in der Volta-Region gegeben. Und es sind, glaube ich, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, sind es knapp 100 Kinder, die ihr da untergebracht habt. Und es ist, glaube ich, auch so, dass durchaus auch die Möglichkeit besteht, dass die Kinder aus dem Kinderheim dann wieder zu ihren Eltern zurückgebracht werden, wenn man sieht, das ist jetzt eine Mutter, wie wir es beim letzten Mal ja erzählt haben, die Mutter, die gutgläubig gedacht hat, sie gibt ihr Kind weg in eine bessere Zukunft, was sich dann aber nicht als richtig herausgestellt hat. Und so eine Mutter will natürlich ihr Kind auch wieder zurück. Also auch diese Fälle gibt es dann. Also die Kinder bleiben jetzt nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag im Kinderheim, sondern es gibt auch Fälle, wo die Kinder zurück zu den Eltern wiederkommen, oder? Ja, wie wir erläutert haben, die ganze Bandbreite. Wirklich welche, die es aus Böswilligkeit abgegeben haben, weil es ihnen einfach egal ist. Und dann gibt es wirklich die aus Gutgläubigkeit. Ne? Der Mensch, die ganze Bandbreite haben wir da. Und dieses Kinderheim haben wir dann eben, Stern TV kam und hat dann einen Bericht gemacht. Und ich kam aus der Sendung raus mit Günther Jauch, war fix und fertig, weil ich meine, ich habe keine Angst vor jemandem, ich bin so, wie ich bin, ich kann gut reden, ich kann das vertreten, aber trotzdem bist du aufgeregt, wenn du da bei RTL, bei Stern TV sitzt mit Günther Jauch. Also ich meine, das ist schon eine Hausnummer, ja, für mich, für jeden, so. Und ich habe dann auf mein Handy geguckt, weil ich dachte, ach, vielleicht schreibt ja jemand. Wir sind in den nächsten Wochen danach komplett untergegangen an positiven Reaktionen. Es war Wahnsinn. Die Menschen haben sich an uns gewandt, haben gesagt, wie sie helfen können, wohin sie spenden können. Natürlich, da gab es Madamfo Ghana ja offiziell als offiziellen Verein in Ghana, als Organisation in Deutschland und die Leute wollten spenden. Aber wir hatten da noch kein Online-Banking und alles automatisiert. Ja, heutzutage lachst du darüber, aber ich sag mal, 2010, ja. Ich werde das nie vergessen.
ja, auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten, ja, weil man geht ja nicht in sowas ran und denkt sich, na ja, jetzt muss ich mal im Hintergrund schon mal alles schaffen, weil die werden mich dann da überrennen mit Spendenanfragen. Damit rechnet man ja auch nicht, ja. Man sagt, na ja, wenn da mal der ein oder andere vielleicht sich erkundigt oder so, aber dass es dann gleich so eingeschlagen hat, konntest du ja nicht wissen. Aber Nein, ist ja super, ist ja ein nein, toller. nein, das war Wahnsinn, aber ich kam dann ich habe, glaube ich, in Köln übernachtet, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe in Köln übernachtet, bin am nächsten Morgen, nach Hause, ne, also ins Büro, meine Mhm. Wohnung, slush und habe, ich weiß nicht, wie viele hunderte Anrufe in Abwesenheit gehabt. Mein E-Mail-Postfach war voll, das konnte keine E-Mails mehr aufnehmen, ja? Mhm. Ähm, ich ich weiß ich weiß noch, wie überwältigt ich war. Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Dann habe ich alle unsere Vereinsmitglieder angerufen, habe gesagt: „So Leute, helft mir. Wir müssen die ja zurückrufen. Wir müssen ja sagen, dass wir dankbar sind. Also, wir wollen ja die Spende haben und wir müssen es ja machen.“ Dann weiß ich noch, meine gute Henny, meine Schwiegermutter damals in Spee, meine gute Henny, die kam aus Lüdenscheid mit dem Bus zu mir nach Hagen, hat gesagt, okay, was soll ich machen? Was soll ich dir helfen? Die hat dann mit mir da gesessen, ich war fix und fertig. Dann haben wir angefangen, eine E-Mail nach der anderen zu bearbeiten. Wir haben da Wochen für gebraucht. Ja? Dann habe ich irgendwann verstanden, wie man Automailer, also so eine automatischen Response da Ja, reinmacht. ja. Dann habe ich es Mhm. im Radio gesagt, ja Leute, wir hören euch. Ich habe bei Stern TV angerufen, die Redaktion, wenn sich da Leute melden, ja, wieso antworten die uns nicht? Die sollen Bescheid sagen, dass wir uns freuen, aber wir sind fix und fertig. Und dann war eine meiner großen Rettungen die Christine, die eine Freundin von meinem Opa war. Also war, weil mein Opi ist verstorben, die Christine ist da gesund und munter und die hat dann sich dieser administrativen Problematik mit ihrer Kanzlei angenommen und hat uns da rausgezogen, weil das hat ja auch rechtliche, ne, also Spendenquittungen. Ja, Und du ja, kannst dir ja. das vorstellen. Also auf der einen Seite waren wir hier komplett, also überfordert, im Mhm. positiven Sinne, ja, nicht weil wir inkompetent sind, sondern weil wir damit nicht gerechnet haben. Und da habe ich natürlich in Ghana angerufen und habe gesagt, Leute, wir können dieses Kinderheim bauen. Das klappt, wir kriegen das hin, wir können denen helfen. Überleg dir das mal, das war überwältigend. Von welcher Summe reden wir denn da? Was hat denn das Kinderheim zu bauen dann eigentlich dann alles zusammengerechnet eigentlich dann gekostet? Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich mich auf diese Frage nicht vorbereitet, aber wir haben Na, das verschiedene geht ja gar nicht. Komponenten. Es war dieses, ihr müsst auf unsere Webseite gehen, blenden wir, ne, also unten in den Shownotes. Wir haben einmal dieses L-Gebäude, das waren so um die 150.000 Euro. Dann haben wir eine Bücherei und einen Aufenthaltsraum. Das waren, meine ich, so um die 50.000 Euro. Hatten wir auch eine Spenderin für. Dann hat der Rotary Club mitgemacht. Wir haben ein Küchengebäude und wir mussten das Land kaufen und eine Erste-Hilfe-Station, weil wie gesagt, die Kinder kommen ja rein und sind alle Mhm. krank. Du kannst ja nicht die du aufgenommen hast, die jetzt gesund sind, die einigermaßen stabil sind, kannst du ja nicht mit den Neuzugängen also kombinieren. Nee, schon Allein klar. aus hygienischen Gründen sage ich jetzt mal einfach nicht. Und auch die Traumata, die einen arbeiten gerade sich durch das Trauma durch, das sie erfahren haben, und die anderen kommen verprügelt vom See. Also das war ein fließender Übergang mit dem Bau und das hat uns, ja, ich glaube, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert, bis dann das Kinderheim stand. Und dann sind wir ganz einfach mit dieser Aufgabe, dieses Kinderheim dann auch zu betreuen, gewachsen. Und da Aber würde ich, jetzt da, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja mit bitte. dem Personal, weil du hast ja da so Eltern, sage ich mal, Heimeltern, die sich da auch kümmern. Dann gibt es wahrscheinlich auch irgendeine medizinische Versorgung. Also da sind ja schon ein paar Leute beschäftigt. Zahlt das alles Madame Fo? Weil, ich frage deshalb, bei den Schulen zum Beispiel, auch bei der Schule, die wir ja, oder die Vorschule, die wir gebaut haben, da ist es ja so, dass das Personal dann vom Staat gestellt wird und das bezahlt ja dann der Staat. Aber beim Heim ist es da genauso? Oder ist es da so, dass jetzt quasi doch alles von Madame vorgestemmt wird und dann halt auch zum Teil über diese Patenschaften, die es ja gibt, 50 € kannst du ein Kind unterstützen im Monat, also für alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen, immer gerne, finanziert wird. Ja, das ist
hast du genau da unterbrochen, wo ich rein wollte. Prima. Ich wollte dir da Vielleicht nur mir ein Gedanke. Ja, perfekt. Hast du perfekt. Wir beide verstehen uns über 7000 Kilometer telepathisch. Da würde ich dir gerne die Geschichte erzählen. Also ich beantworte dann auch die Fragen, wie wir das finanzieren. Aber dann war jetzt, ich gehe noch jetzt einen Schritt zurück. Jetzt war ja das Kinderheim da und während wir gebaut haben, haben wir natürlich auch geguckt, wer kann da arbeiten, wen haben wir da. Und da kann ich und möchte ich dir die Geschichte von unserer Happy, so heißt sie, Happy wie glücklich. Ja. Und die war damals ein ganz junges Mädchen, eine junge Frau, ist vielleicht besser ausgedrückt, die gerade mit ihrem Social Welfare Studium, also Studium der Sozialwissenschaften, fertig war und quasi, das ist eine Regierungsausbildung hier, die habe ich dann bei unseren Treffen mit dem Social Welfare, weil dieses Kinderheim ist ja dem ghanaischen, also es ist ein privates Kinderheim, es ist Madame Fogana Kinderheim, aber wir sind ja rechtlich dem ghanaischen Staat unterstellt und die Social Welfare Ministry, das Sozialministerium ist sozusagen unser Boss. Ne? Dessen Regeln müssen wir einhalten und dann unterstehen wir natürlich auch noch der Polizei. Da gibt es eine Unit gegen Domestic Violence, also gegen häusliche Gewalt. Dann gibt es Commission of Human Rights für Menschenrechte. All das sind sozusagen unsere Chefs. Und dann habe ich die Happy kennengelernt und habe gesagt, weißt du was? Happy, du könntest unsere Kinderheimleitung werden. Jetzt muss man dazu wissen, dass man in Ghana schon immer noch auch nach dem Alter guckt. Je älter, natürlich, klar, mit Alter, ich will jetzt nicht sagen Weisheit, weil ganz viele sind alt und sind nicht weise, das haben wir ja auch gerade, sehen wir ja gerade in der Welt, aber generell mit Alter, sagen wir mal, kommt ja Erfahrung, gerade im Beruf und so weiter und alle hatten jetzt, die so um mich drumrum waren, wahrscheinlich so im Kopf auch die Regierung, die uns zwar nicht vorschreiben kann, wen wir da jetzt einstellen, aber schon so im gestandenen Herrn, gestandene, studierte Sozialarbeiterin, mittleren Alters. Genau, so Mitte 40, so, ja, genau. Ist klar. Und ich bin ihnen dann mit dieser Anfang 20-jährigen Happy um die Ecke gekommen. Ich glaube, die haben alle gedacht, ich bin ein bisschen verrückt. Aber ich habe in Happy was gesehen. Ach, kann ich dich trösten? Ich denke mir mal, das haben sie sich schon vorher gedacht, bevor du das Projekt überhaupt gestartet hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, hat noch keiner geschafft. Das ist wie mit der Straße, kennst ja, mein Motto geht nicht, gibt's nicht. Nee. Und dann habe ich gesagt, so, die Happy ist qualifiziert, die kann das leiten, die hat diese Qualifikation, die eben auch wichtig ist, das legal korrekt abzuwickeln, hat alle Kompetenzen. Und dann ist die Happy die Kinderheimleitung geworden und wir haben einen zweiten Sozialarbeiter, der eben auch hier ausgebildet wurde vor Ort, eingestellt und das war dann die Heimleitung. Und unser Kinderheim ist so aufgebaut, dass die beiden das eben leiten. Mittlerweile ist die Deputy-Leitung, also der stellvertretende Kinderheimleiter ist jetzt Alex. Und Alex und Happy machen das und dann haben wir eine kleine Administration, weil eben ja eingekauft worden muss, so ein Heim, ne, wir brauchen Decken und einer muss ja kontrollieren, was da gebraucht wird an Material. Und dann haben wir aber die Hauseltern. Das ist aber auch heutzutage Standard. Es gibt nicht mehr diese, ne, die Kinder leben bei uns wie in Familien. Die sind in den Zimmern zusammen als kleine Familie und dann haben wir also Väter und Mütter, damit eben beide Genders, beide Geschlechter eben da sind als Ansprechpartner für die Kinder und die leben da als Familie. Ziel ist aber genau wie du sagst, und das sagt auch ganz klar das ghanaische Gesetz, dass ein Kinderheim nur eine Zwischenstation sein sollte. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ist die Happy immer noch da? Von Anfang an? Die Happy ist von Tag 1 dabei und ich sage dir, ohne die mache ich gar nichts. Und auch ohne den Alex und natürlich ohne die Hausväter und Hausmütter, die dieses Kinderheim leiten, weil du kannst dir vorstellen, das hört sich jetzt einfach an und jetzt sind sie ja gerettet und befreit, aber das sind Kinder, die zu denen kommen, also erstmal alle Altersklassen. Und nach Covid, während Covid, waren es nicht nur in Anführungsstrichen Kinder, die jetzt in diese Projektkategorie Kinderhandel fallen, sondern eben auch Kinder, die so abgegeben wurden, weil wir ja in dieser Covid-Zeit einen unheimlichen Anstieg von Teenage-Schwangerschaften hatten. Ja. Vielleicht können wir uns mal in einer Folge über Covid unterhalten. Covid in Ghana, was das hier eigentlich veranstaltet hat.
Genau, also alle Altersgruppen, um jetzt beim Thema zu bleiben, wirklich alle Altersgruppen von Säuglinge, ja, Mhm. bis zu jungen Erwachsenen. Es gibt das ghanaische Gesetz, das sagt, bis zu einem welchem Alter ein Kind eigentlich in so einer Einrichtung bleiben darf. Mhm. Aber wenn die dann die Altersgrenze überschreiten, was sollen wir machen? Können wir nicht auf die Straße setzen. Ja, Ja? ja. Mhm. Mhm. Und das sind hochtraumatisierte Kinder. Mhm. Wir haben Kinder, die weglaufen, die sich selber verletzen. Wir haben Kinder, die eben in diesem Voodoo, Juju, Hexenglauben da im Dorf zwangsweise großgezogen worden, ja. Wir haben einen Mhm. Jungen gehabt, der hat immer von Kobras geträumt, ja. Mhm. Und am nächsten Tag oder am Tag danach war eine Schlange im Kinderheim. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da los war, dass selbst, Mhm. also unsere einheimischen Mitarbeiter, die einfach, das ist hier in der Gesellschaft da und das ist Thema, ja, also dieser Mhm. Geisterglaube und so weiter. Mhm. Was meinst du, was da los war, dass selbst ich die beruhigen musste und gesagt habe, Leute, beruhigt euch, das hat miteinander nichts zu tun, ja. Der hat Das davon ist geträumt, auf sein. einmal war da eine Schlange, Ist schon ja, klar. da habe ich gesagt, Leute, ihr wisst, wir haben ständig Schlangen hier, weil das so eine Area ist, wo ziemlich viel Wasser steht, gerade wenn es regnet. Mhm. Dann bin ich in einer Pflanzaktion ins Kinderheim gefahren. Ich habe so Pflanzen hier auch bei mir zu Hause. Die heißen Anti-Snake. Also diese Pflanzen riechen, das sind so grüne Blätter, so Strauch, wie Brennnessel ein bisschen. Mhm. Die habe ich dann mit meinem Mitarbeiter hier aus Accra, sind wir in die Volta-Region gefahren, mit dem ganzen Kofferraum von diesen Pflanzen, um die am Kinderheim zu pflanzen, damit die eben die Schlangen Schlangen abhalten. weghalten. Aber du kannst dir vorstellen, was das in so einer Gesellschaft macht, wenn da noch so ein Glaube ist und dann taucht auf einmal eine Schlange auf. Also ich ziehe sämtliche Hüte, dieses Projekt zu leiten, was ich mache mit Viktor und den ganzen Mitarbeitern happy. Das ist nicht einfach, aber diesen Hausmüttern, Hausvätern, den Menschen, die vor Ort mit diesen Kindern arbeiten, den Ärzten, Krankenschwestern, du erwähntest das gerade, wir haben nebenan vom Kinderheim ist Gott sei Dank das Regionalkrankenhaus. Das heißt, wenn was ist, können wir die Kinder ins offizielle ghanaische Krankenhaus bringen, die haben eine Krankenversicherung, dann werden die da Mhm. behandelt. Mhm. Also ein Kinderheim zu leiten und dann unter diesen Umständen, da ziehe ich jeden Hut. Ich bin da relativ häufig, auch um einfach da diesen Anschluss zu haben, um an den Menschen dran zu sein. Nein, um auch zu schauen, was kann man verbessern, wie schaut es gerade aus, ja. Einfach klar, die Situation dann vor Ort immer zu erfassen, was ist gerade aktuell wichtig. Verstehe Ja, ich, ist klar. ja. Mhm. Und wie gesagt, ein großer Teil, du hast es ja vorher schon gesagt, ist eben die Finanzierung, weil diese Kinder, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, die sind einfach, dieses Projekt, sagen wir mal, das Projekt ist einfach wahnsinnig teuer, weil Mhm. diese Kinder einfach gar nichts haben, gar nichts. Mhm. Und wir natürlich auch als Madamfo den Anspruch haben, dass sie gut versorgt werden, höher als Standard. Also nicht nur das, was muss, sondern auch noch mehr. Stichwort, der Weihnachtsausflug zum Kindertheater nach Accra. Ja, was Ja. das für so ein Kind macht, mal rauszukommen in die große, weite Welt, das ist ja, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und die Kosten, Christine, die sind ein großes, ja, ich will es nicht als Problem, ist eine Challenge, ist eine große Ja, Herausforderung. das ist die Herausforderung, ist schon klar. Ja. Und darum gibt es ja auch diese Patenschaften, wo Spender eben sagen können, okay, ich unterstütze regelmäßig mit 50 € im Monat ein Kind. Da ist quasi dann alles drin. Also die Gesundheitsversorgung, die Schulsachen, die Schulausbildung, Essen, Wohnen. Also da ist ein Kind dann gut versorgt. Ja, Und da muss wir man hatten auch sagen, gut versorgt, das ist dann noch kein Luxus. Ja, das ist dann einfach nur eben rundum das, was man einfach braucht, was für uns heute ganz normal ist, wo wir heute vielleicht diskutieren, Gameboy und was weiß ich ist Luxus. Das gibt's da alles nicht. Da ist man wirklich sehr froh, wenn man ein Bett hat und Sachen zum Anziehen und in die Schule gehen kann. Das muss man einfach auch mal sich wieder vor Augen führen, von welcher Ausgangssituation wir da sprechen. Ja, absolut. Wir haben eben das so organisiert mit diesen sogenannten Platzpatenschaften. Diese Kinder, wie ich das gerade gesagt habe, gehen, also kommen und gehen. Gott Mhm. sei Dank eben auch gehen im Sinne von, niemand soll sein Leben in einem Kinderheim oder seine Kindheit in einem Kinderheim verbringen.
Da sorgt eben die ghanaische Regierung für, die geben die in unsere Obhut, die gehen zur Schule, in Ho, in wirklich gute, sehr gute Schulen. Sie werden mit allem rundum versorgt und wirklich lieb gehabt, aber parallel guckt eben die ghanaische Regierung, diese Sozialarbeiter, gibt es noch Familie? Wo ist Familie? Wenn es keine Eltern gibt, gibt es eben erweiterte Familie, Tanten, Onkel, gibt es Freunde, die aufnehmen. Das sind ja einfach, wir haben ja hier in Afrika, in Ghana diese Extended Families. Nicht nur diese Nuklearfamilie, sondern die Extended. Und deswegen ist es einfach auch ein ständiges, in Anführungsstrichen, Kommen und Gehen. In Nacht- und Nebelaktion kriegen wir um 3 Uhr einen Anruf. Wir haben einen Truck, hatten wir neulich, haben den großen LKW gestoppt. Der ist aus Burkina Faso an der Ostseite von Ghana runtergefahren. Die Polizei hat einen Tipp gekriegt, haben ihn angehalten, purzeln da 30 Kinder raus. So, die stehen da nachts um 2 bei uns vom Kinderheim. 30 Mal. Komplett anziehen, komplett medizinische Versorgung. Matratze. Alles, ne? Alles, kannst du dir vorstellen. Also, wir vergeben diese Platzpatenschaften. Wir sagen immer einen Platz im Kinderheim und dann ist es egal, ob da der Kofi drauf ist oder die Ama. Wir können einfach dieses 1:1 nicht, das können wir logistisch nicht machen, weil einfach die Fluktuation so hoch ist und es ist ein riesiger Verwaltungsaufwand. Wir haben da großes Verständnis für, wenn man sagt, oh, man möchte gerne wissen, also wer das ist und der Mensch, weißt du, und an dem Schicksal positiv teilhaben. Das versuchen wir so gut es geht, aber man muss sich auch, und da würde ich jetzt hier diesen Podcast mal als Gelegenheit nutzen, einfach vorstellen, das sind ja, sage ich ja, Kinder, die sind hochtraumatisiert. Die haben vielleicht teilweise gar keine Vorstellung, was ist Deutschland und wie und was das organisiert ist. Denen ist das egal, die sind froh, dass sie ein Zuhause haben, die merken, sie werden nicht mehr geschlagen, sie werden nicht nachts um 3 Uhr auf den See gezerrt. Dass die keine Lust haben, Briefe an ihre Paten zu schreiben, das ist, glaube ich, total verständlich und das liegt nicht daran, dass wir das nicht wollen und dass wir was zu verbergen haben, sondern einfach, da bitte ich jeden, der uns unterstützt, jeden, der sich überlegt, wirklich diese Gesamtsituation einfach in den Blick zu nehmen. Ja, weil es ist auch so, also ich hatte auch schon mal in einer anderen Organisation so eine Patenschaft und da hatte ich dann immer das Gefühl, da schreibt mir gar nicht das Kind, sondern da schreibt irgendjemand über das Kind. Und das war ja auch nicht das, was ich wollte. Ja, ich wollte, wenn dann schon einen direkten Kontakt. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich dann so Fragen gestellt habe, ja, wie geht's denn deinem Bruder und wo arbeitet der und so, da wurde nie auf diese Fragen auch geantwortet, sondern es war irgendwie mehr so pauschal und das will man ja dann auch nicht. Also entweder habe ich wirklich einen persönlichen Kontakt oder ich sage, nee, das ist ganz gut so, ich finanziere damit einen Platz, damit wird wirklich ein Kind gut betreut und dass man das aus logistischen Gründen nicht machen kann, weil da müsstest du ja eine Person nur für diese Patenschaften beschäftigen, die da immer schaut, wer schreibt wann welchen Brief an wen. Also das ist gar nicht zu handeln. Also und das sind auch wieder Kosten, die bei Madame Fou einfach lieber ins Projekt fließen als in so eine Verwaltungsgeschichte. Ja, absolut. Und das hat sich auch über die letzten Jahre schon gemacht. Wir haben natürlich auch noch in Anführungsstrichen ganz alte Paten, die jetzt wirklich seit vor 15 Jahren, es gibt schon den einen oder anderen, der den Kontakt hat, aber ich glaube, ich konnte darstellen, dass das einfach auch nicht unser Ansinnen ist und du sagst ganz genau das, was ist. Du hast man dann das Gefühl, dass es gar nicht das Kind ist. Das kann das Kind gar nicht sein, weil das Kind ist 6 und ist nie in die Schule gegangen. Das kann gar nicht schreiben. Dem liest irgendjemand diesen Brief vor und dann versucht vielleicht der sozusagen zuständige Mutter oder Vater, sich mit dem Kind zu unterhalten, was zu schreiben. Einfach, dieser Wunsch ist ja von den Menschen hier vor Ort schon da. Aber wenn man sich wirklich das Kind, das in der Situation ist, anguckt, also mein Sohn ist 10, der geht in die Schule, der ist happy, wenn der jemandem einen Brief schreiben soll, dann hat der schon, ich sag mal, keinen Bock. Ja? Ich will einfach sagen, da müssen wir einfach auch realistisch bleiben. Und unsere die Tanja Losch, die bei uns in Hagen alles unter sich hat und den Madame Fou auch den Laden schmeißt quasi. Den Laden schmeißt, genau. Die sorgt auch dafür. Tanja, super, dass du das machst. Aber wirklich, ohne Tanja wären wir schon, ich sage mal, ohne Tanja, Victor, Sunday wäre ich schon längst untergegangen. So. Ja, wahrscheinlich. Genau. Die kümmert sich um diese Patenschaften, aber es ist einfach wirklich, der Austausch mit vor Ort ist schwierig. Dieser Podcast bringt da Licht ins Dunkel auch. Deswegen bin ich ganz happy, dass wir das auch hier so darstellen. Und
ich möchte einfach diese Gelegenheit nutzen, wirklich an jeden zu appellieren. Ihr kennt die Kinder nicht, ihr seht die nicht. Ich könnte da jetzt hinfahren und wäre in 4 Stunden da. Wir bemühen uns, euch so gut es geht mitzunehmen. Wir bemühen uns, es transparent zu machen. Wir bemühen uns, darzustellen, wie, was, wo da gemacht wird und so weiter. Aber es sind einfach aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, und das ist weder eine Ausrede, noch haben wir keine Lust. Es geht einfach manchmal wirklich nicht. Ja, ist klar. Ja, aber ich möchte an jeden appellieren, wirklich eine Platzpatenschaft zu übernehmen fürs Kinderheim. Und wenn man sagt, 50 € kann ich nicht, wie wir es dargestellt haben, es ist ja wirklich der Platz. Also wenn ihr sagt, Mensch, 5 € im Monat, das kann ich, 5 € Kinderheim hoch. Und das machen eine Menge Leute, wie du immer sagst, Christine, viele kleine. Ja. Dein Spruch? Wenn viele Menschen an vielen Stellen viele kleine Dinge tun, dann verändert sich die Welt. Das ist mein Wort, mein Sprichwort. Und wenn ich 100 Leute finde, die 5 € spenden, die wir, es geht auch vielen Leuten nicht gut, völlig klar, aber die viele 5 € einfach auch nicht merken, sondern sich einfach ein Eis kaufen, kauft ihr euch eins weniger, bin ich jetzt mal ganz frech. Mit 100 Leuten sind schon 500 €. Das ist Wahnsinn. Das ist, ne? 10 Kinder. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. Bitte, bitte. Ich appelliere an euch und bitte euch, geht auf die Webseite. Der Link ist unten in den Shownotes fürs Kinderheim. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt an uns. Tanja antwortet, ich antworte auf eure Fragen. Schreibt uns, macht mit, bitte, bitte, Kinderheim hoch. Da kann ich auch gerne mal sagen, ungefähr im Jahr brauchen wir 250.000 € für die Kinder im Kinderheim hoch und für die Kinder, die eben nicht mehr im Kinderheim sind, sondern reintegriert wurden, wo wir aber auch teilweise einfach noch mithelfen. Bitte, bitte, macht mit, ihr Lieben. Ein total riesen Herzensprojekt, nicht nur von mir, sondern auch von Atze Schröder, der auch schon das Kinderheim mehrfach besucht hat und auch geholfen hat, da ein Gebäude hochzuziehen für die Kinder, was wir benutzen, wenn eben Notfälle reinkommen. Ne? Auf diesem Wege nochmal Grüße an meinen Best Buddy Atze. Okay, ihr Lieben, also das war's jetzt für heute. Ich denke, es war wieder für euch alles super interessant und spannend, was da von Madame Fogana in Ho und in der Volta-Region umgesetzt wird. Und wir freuen uns schon, wenn ihr dann das nächste Mal in 2 Wochen wieder dabei seid. Alles Liebe bis dahin, macht's gut. Tschüss. Alles Liebe, ihr Guten. Ciao, ciao, Christine. Ciao, Bettina.